Ja Leute, herzlich willkommen zu einem wunderschönen neuen Video auf diesem wunderschönen Kanal. Zwar sehr, sehr früh, aber wenigstens kommt sie überhaupt noch. Die Spieltagsvorschau vor dem Spiel gegen Greuther Fürth. Die Frage ist, wer ersetzt eigentlich Chaos und wie genau spielen wir gegen Fürth, um den ersten Heimdreier zu holen? Das ist die große Frage. Wir blicken, so wie immer, zuerst auf Fürth. Lasst gerne ein Like und ein Abo da, das würde mich riesig supporten. Dankeschön an jeden, das macht. Auch gerne an die Fürther. Schreibt gerne rein, ob die Startelf so stimmt. Ich werde es ja wahrscheinlich 1, 2, 3, 4, 5 Stunden nach dem Video erfahren. Und damit starten wir rein. Let's go! Ja, so wie gesagt, blicken wir als erstes auf den Gegner und gucken damit auf Fürth. Die haben einen sehr interessanten Kader. Meiner Meinung nach klar geschwächt im Gegensatz zu sonst. Die großen Marktwertspieler sind eigentlich Aaron Keller und Footcoil. 13. Platz mit 3 Punkten sind sie. Ein Sieg, 2 Niederlagen. Gleiches gilt für uns. Schlüsselspieler Footcoil, Klaus und Green sehe ich hier. Spielsystem ist das 3-4-1-2. Verletzliche gesperrte Spieler sind dabei Schliek, John oder Jon und Reich. Ja, mal schauen. Ich habe vor allem wieder hier ein kleines Problem bei der Aufstellung, weil ich nur das 3-4-2-1 habe. Aber das erkläre ich dann, wenn wir bei der Startelf sind. Und ja, Footcoil hat wieder bereits sehr gut getroffen. Wie gesagt, auch ein großer Favorit gewesen beim FCM, als Chaos kam. Und hat sich dann im Endeffekt gegen den FCM entschieden. Ja, mögliche Startelf sehe ich hier. Böving im Tor. Itta, Dietz, Ziereis werden Innenverteidiger spielen. Aaron Keller wird sein Startelf-Debüt machen. Green Olesen dann in dem Mittelfeld, dem sehe ich rechts. Klaus im zentralen offensiven Mittelfeld und Footcoil und Herrigotta im Sturm dann. Das ist eine sehr, sehr interessante Startelf. Die ist nominell sehr, sehr stark, finde ich persönlich. Aber dann alles, was zweite Reihe kommt, ist halt nicht auf der Qualität einer zweiten Bundesliga, meiner Meinung nach. Deswegen muss man das dann ausnutzen. Vor allem zum Schluss dann. Ja, damit blicken wir auf unseren Club. Da gibt es auch wieder einige interessante Sachen. Ob es der Chaos-Abgang ist, das könnte auch nochmal ein sehr, sehr großer Verlust sein. Livramento wird ja kommen, wird aber für dieses Spiel definitiv nicht zur Verfügung stehen. Dafür ist er sehr wahrscheinlich noch nicht früh genug da. Mal schauen. Wir gucken aber auf alles Weitere, vor allem erstmal die Statistik und was am Spielern verletzt fehlt und auch was da ist und wieder vor allem da ist. Wie bekannt gemacht wurde, werden Marusic und Leipertz nicht dabei sein. Damit wird man dann höchstens mit einem Stürmer gehen, weil diese für die zweite Mannschaft scheinbar geplant sind. Man hat 3 Punkte aus 3 Spielen geholt, ist aber dafür im Pokal weitergekommen. Ein Sieg, 2 Niederlagen. Schlüsselspieler sehe ich für dieses Spiel Grip, Hugonet und Artig. Spielsystem das 3-4-2-1, genauso wie bei Fürth, was da nominell war. Wie gesagt, aber die spielen das 1-2 noch hinten, also ein Ticken anders. Verletzte gesperrte Spieler sind hier Heber, eventuell Chart, eventuell Lorik, Musunda, Diawara und eventuell Bockhorn. Und wie gesagt, wir planen meistens immer die eventuell fehlen aus, also dementsprechend müssen wir Bockhorn und Musunda in der Startelf versetzen. Und mal schauen, ob wir das ganz gut hingekriegt haben. Damit geht's in die Startelf. Mögliche Startelf habe ich hier Reimann im Tor, Hugonet, Mathisen, Hoti in der Innenverteidigung. Geschwill wird, denke ich mal, wieder rechts spielen. Hat er beim letzten Mal schon gemacht. Hat er nicht so überzeugt, meiner Meinung nach. Mal schauen, ob er es dann jetzt hinkriegt. Ulrich, Hyrien werden, denke ich mal, im Mittelfeld spielen. Neuenberger wird so wie immer links außen spielen für den Musunda, wo er sich dann automatisch durchsetzt. Artig, Grieb im eher offensiven Mittelfeld, beziehungsweise auf den Außen, und Ormström wird Stürmer spielen. Persönlicherweise wäre ich hier nicht mal mit Ormström gegangen, sondern eher mit dem Grieb. Aber da das wir gegen den Tiefgegner spielen werden, sehe ich hier sogar tatsächlich Ormström als beste Variante und freue mich dann auch sehr wahrscheinlich nächste Woche Livramento im Sturm zu sehen oder einen anderen Spieler, der vielleicht noch kommt. Mal schauen, was da noch passiert. Ja, und damit würde ich sagen, haben wir eine gute Startelf, trotz alledem, dass Chaos fehlt. Und müssen dann schauen, wer sich denn da durchsetzt zwischen den beiden Teams. Ich habe hier noch die Schlüsselduelle: Hoti, Hugonet gegen Footcoil und Herrigotta, Ulrich gegen Green und Artig vs. Ziereis. Ich glaube, das werden so die wichtigsten Duelle werden. Auf den Außen, im Mittelfeld und vor allem offensiv gegen defensiv. Nochmal, wie gesagt, ich bin mir noch nicht 100% sicher, ob Ormström spielen wird. Das werde ich sehr, sehr interessant genießen,
wie ein Fiedler da aufsteht. Wie gesagt, ich denke mal, dass man mit so einem Brecher nochmal einen Vorteil gegen Fürth hat. Er muss halt auf Top-Niveau kommen. Das wäre sehr wichtig für den FCM. Mein Tipp ist 3-1. Ich habe irgendwie ein Gefühl, dass wir viele Tore schießen, woher auch immer. Und dann auch ein erfolgreiches Spiel ablegen. Ob das Ganze zutreffen wird, werden wir dann erst sehr wahrscheinlich Richtung 16 Uhr wissen oder 15:30 Uhr. Ich hoffe es sehr. Der Stadionvlog wird dementsprechend auch relativ abends dann kommen. Ich wünsche euch dann auch dabei sehr viel Spaß. Ich freue mich sehr auf das Spiel. Hoffe dann auch dementsprechend, dass wir den ersten Heimdreier einfahren können. Ab 99 könnt ihr Mitglied werden. Lasst gerne ein Like und ein Abo da. Würde mich sehr freuen. Habt sehr, sehr viel Spaß beim Spiel. Und vor allem die Fürther wünsche ich eine gute Anreise und eine gute Rückreise. Hoffentlich bleiben auch die Punkte im HKS. Ich bin da sehr, sehr positiv gestimmt, trotz all dem, was in der letzten Woche passiert ist. Und damit, ciao Leute.